Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Online-Flive PC Video. Heute gucken wir uns alle meine Chars an, die ich in Flive PC noch habe, beziehungsweise die vor allem auch ausgerüstet sind. Ich meine, ich habe sehr viele Chars in dem Spiel, aber das sind jetzt vor allem die auch noch halbwegs Equipment haben und die mir auch so eingefallen sind. Es kommen dann noch welche dazu von dem anderen Server. Jetzt gerade sind wir auf dem Server Yggdrasil, es gibt noch den Server The Riot, da habe ich auch noch Charakter. Und ja, ich dachte mir einfach, wir gucken es uns mal so ein bisschen an, weil immer wenn ich Flive PC bzw. Flive Online spiele, kommen immer so Fragen wie, ist das nicht blöd, dass man so weit in einem Spiel ist oder dass man so viel im Spiel hat und dann Flive Universe spielt quasi oder beziehungsweise dass dann halt einfach ein neues Spiel rauskommt und man das alles zurücklässt und so oder was man eigentlich zurücklässt und was auch immer. Also da kommen immer solche Fragen, die in diese Richtung geht. Ich denke, ihr könnt es euch denken und ich dachte mir, es wäre ganz interessant, euch das nochmal zu zeigen. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht, aber ich bin mir nicht mehr 100% sicher, ehrlich gesagt. Was Ähnliches habe ich gleich schon mal gemacht. Und ja, zeige ich euch das einfach mal, was ich so habe. Und wir reden ein bisschen drüber, eben über diesen Wechsel von Flive PC zu Flive Universe. Und ja, wir fangen an direkt mit meinem absoluten Main Character. Also es gibt keinen Charakter, den ich jemals in meinem Leben so viel gespielt habe wie diesen Ranger. Hat aktuell kein Equipment mehr. Der Charakter daneben hat ihr Set zumindest. Also sie hat nur noch ihren Bogen. Purified Yggdrasil Bow, Baruna plus 20, Wind plus 20, Dex plus 2, 75 Dex Diamonds mit 22 Crit Damage erweckt, 13 Dex, 28 STA und 135 Angriffskraft. 125 meine ich natürlich. Und ansonsten hat sie literally sogar das gleiche Schmuckset wie der andere Ranger. Einfach das Christmas Dinner Set. Plus 17, 13, 19, 13 und 17. Ist natürlich extrem veraltet. Generell das Equipment hier von dem Char ist extrem veraltet, weil ich habe sie in den letzten Jahren nicht mehr so viel gespielt tatsächlich, weil ich da dann andere Projekte angefangen habe, weil grundsätzlich war der Char mal Maximallevel 170 und ich habe damals dann einfach gesagt, naja, ich bin jetzt Maximallevel 170, ich bin mehr oder weniger durch als PvE-Spieler, Max-Level, was ziemlich schwierig ist in Flive Online, immer schon gewesen ist, das höchste Level zu erreichen. Aktuell wieder Level 190 zum Beispiel, ist auch extrem schwierig und damals dachte ich mir halt, naja, der Char ist jetzt mehr oder weniger durch. Jetzt irgendwie neues Equipment zu kaufen oder nochmal extrem viel zu investieren, macht nicht so viel Sinn, weil ich würde ja eh nicht mehr leveln, ich würde ja eh nicht mehr wirklich spielen. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, zu sagen, okay, ich pausiere hier mal Equipment technisch und so, warte einfach, was noch kommt. Neues Equipment, es kam auch neues Equipment. Und ja, gehe da mal jetzt nicht zu tief rein und mache in der Zeit lieber andere Charakter weiter. Auch halt wegen Content natürlich. Auch interessant ist, dass ich hier mal angefangen hatte, perfekte Crit Damage Rolls zu machen mit Blessing of Goddess. Was ich confirmen kann, ist eine der schwierigsten Sachen in diesem Spiel. Also es gibt zwei Sachen, die in Flive PC Equipment upgraden extrem schwierig und extrem teuer sind. Das sind einmal perfekte CD-Rolls auf dem CS und natürlich perfekte CD-Rolls als Erweckung. Also Change Awakenings und Blessing of Goddess sind mit Abstand die schwierigsten Dinge in dem Spiel und vor allem auch die teuersten. Es tut unfassbar weh. Und ja, ich habe ja tatsächlich perfekte CD-Rolls auf einem Azurite-Set. Das habe ich damals 2018 oder so gemacht, ja, vor Ewigkeiten. Das ist mittlerweile 6 Jahre her, ist so unfassbar. Als diese Sets rauskamen, weil die waren damals einfach das Nonplusultra, haben einen Set-Effekt gehabt mit Geschwindigkeit, Angriffskraft, Statuswerte. Alle Teile haben nochmal gute Stats gegeben. Gut, für einen Ranger ist jetzt hier natürlich Crit-Rate nicht so interessant, aber auch Geschwindigkeit, Angriffskraft und so einfach hammergeile Stats. Das waren die ersten neueren CS-Sets, die damals rausgekommen sind. Und alle dachten halt, das ist jetzt das Nonplusultra. Deswegen ist da jeder direkt heftig reingegangen. War ein großer Fehler, muss man sagen, aber egal. Und hier sieht man es noch. Hier habe ich auch nochmal kritischer Schaden plus 5, plus 5. Dann habe ich hier noch mehr. Nee, das war's tatsächlich. Oh, wow, okay, das war's tatsächlich. Ja, also ich hatte 1000 Blessing of Goddess oder so im Wert von hunderten Euro. Und habe es tatsächlich nur geschafft, 6 mal 5% Crit Damage zu rollen. Rückblickend war es eine sehr dumme Entscheidung, weil ich hätte damals auch 3% oder halt andere CD-Erweckungen behalten sollen, weil ich damals noch nicht wusste, wie unfassbar schwierig das ist, 5 zu bekommen. Ich habe das einfach unterschätzt gehabt. Also im Endeffekt braucht man insgesamt 4 mal 4, 5 Crit Damage. Also 16 Mal muss man das insgesamt schaffen. Einmal auf dem Main CS und dann noch 3 Mal zusätzlich. Und ich habe es halt insgesamt nur 6 Mal geschafft mit, wie gesagt, über 1000 Blessing of Goddess insgesamt wahrscheinlich. Und auf einen Schlag habe ich damals irgendwie 900 irgendwas benutzt oder so. Und das hat echt wehgetan, weil darauf habe ich auch lange Zeit gespart. Da habe ich sehr viel Geld ausgegeben. Sehr viel Penya vor allem. Keine Euros zum Glück, aber das hat echt wehgetan.
Aber ja, das ist so mein Main-Character, aber ihr Set gucken wir uns gleich auf dem anderen Ranger an. Wobei ich es jetzt fast vergessen hätte, ich habe noch 2 Pets auf hier. Tatsächlich ein 13578 Nightmare. Ich wusste gar nicht, dass es 13578 ist. Das ist quasi das Äquivalent von Flight Universe zu 13578, basically. Mehr oder weniger. Auch mit 16 Crit Damage erweckt, ist ziemlich gut. Und dann habe ich noch einen Hasen 13478, also fast genauso ein Level schlechter in der Mitte. Und der ist aber nicht so gut erweckt, der hat 8 Geschwindigkeit, 22 ST und 3 Crit Damage. Ja, und dann haben wir noch den zweiten Ranger, das ist jetzt der Char, den ich aktuell spiele. Just for the Lolz. Hauptsächlich einer der Gründe, warum ich den Ranger machen wollte, war einfach, weil ich das Set von meinem Main Ranger nehmen kann. Und bei dem Set ist es halt einfach so, dass das extrem gut erweckt ist. Das ist das beste Set, was ich jemals im Spiel besessen habe. Stand heute immer noch. Wahrscheinlich eines der besten Sets im Spiel. Von den Erweckungen her zumindest. Oder auf jeden Fall ein extrem gutes Set. Ich glaube, es hat 136, 138 Crit Damage. Bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber einfach über 130 Crit Damage erweckt. Ja, die Boots nur 5-mal Crit Damage. Zweistellig. Die Suit 4-mal zweistellig Crit Damage. Und einmal einstellig. Aber 3-mal ist jetzt 17, 15, was extrem gut ist. Und ja, ist schon alles in allem sehr, sehr gutes Equipment, muss man sagen. Hat mich damals 700 Milliarden Penya gekostet. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ja, ist jetzt aber aktuell, wie gesagt, nur so mein Farm-Char. Alles ungebunden bis auf den Schmuck, aber der Schmuck ist extrem outdated, deswegen war das für mich nicht schlimm, ihr diesen Schmuck zu geben. Schmuck in Flive PC, Flive Online ist ja immer nervig wegen dem Sehen gebunden, vor allem mit den Schmucksets. Aber wenn das so ein bisschen veraltet, so ein bisschen schlechter ist, dann, naja, ich meine, was soll's. Genau, und ja, das war es eigentlich schon. Mehr hat der Charakter eigentlich nicht wirklich. Es ist eigentlich hauptsächlich das Cruiser-Set von meinem Main. Was eigentlich mein Main-Charakter gehört, natürlich, ist so dem anderen Ranger. Aber in dem Fall habe ich sie halt quasi ausgeliehen. Dann kommt als nächstes mein zweiter Charakter, den ich nach meinem Ranger quasi auf Maximallevel gepusht habe. Und zwar mein Elementor, beziehungsweise mein Arcanist. Also auch der war Maximallevel, ist mittlerweile nicht mehr Maximallevel, weil das Level halt einfach erhöht wurde. Und das war auch ein Charakter, in dem habe ich sogar mehr Geld gesteckt, also rein in Penya-Form zumindest, als in meinen Ranger. Und zwar hatte ich, glaube ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, ich hatte 1,3 Billionen. Also das sind 13.000 Perin. Oder? Ja doch, genau, 13.000 Perin müssten das sein. Und ja, so viel Geld hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Also man kann auch maximal 2,5 Billionen in einem Trade machen, soweit ich weiß, oder 2,4. Auf jeden Fall das Handelsfenster hat eine begrenzte Anzahl an Positionen. Ich glaube, es ist 5 mal 5, also müssten es 2,5 sein. Also man kann maximal 2,5 Milliarden, beziehungsweise knapp 2,5 Milliarden in einem Trade traden. Und für diesen Charakter habe ich insgesamt 1,3 Billionen gespart. Ich glaube, ich habe gerade schon wieder Milliarden gesagt, ich meine natürlich Billionen. Und ja, es ist geistesgestört, also so viel Geld habe ich noch nie für irgendeinen Charakter ausgegeben. Dafür ist sein Equipment relativ schlecht, was natürlich daran liegt, dass ich den Charakter einfach ein paar Jahre später wirklich gebaut habe als mein Ranger. Also es waren ungefähr 2 Jahre dazwischen, zwischen der größten Investition für meinen Ranger, dann 2 Jahre Farmen mehr oder weniger und andere Sachen und dann Arcanist. Und in der Zeit ist natürlich die Inflation weiter vorangeschritten und so und entsprechend sind die Preise halt auch gestiegen. Jedenfalls hat er auch eine Yggdrasil-Waffe plus 20 mit Blitz plus 20, 75 Int natürlich. Erweckung ist ziemlich schlecht mit einfach nur 25 Int. Ich glaube, der habe ich nie wirklich gechanged. Sieht auch nicht so aus mit den 1er-Slot und so. Bisschen wahrscheinlich, aber nicht viel. Hier ist ganz gut, er hat zumindest 2 ungebundene Schmucksachen. 2 Ringe plus 20, die jeweils 20 Angriffskraft geben. Angriffskraft für Arcanist extrem guter Wert. Dann auch diese Christmas Cookie Earrings, die liebe ich auch. Die geben einfach 85 Int und 3000 HP. Auch hammergeil. Und die Kette auch hammergeil. 15% Angriffskraft und 20 Magiebeschleunigung, weil die Magiebeschleunigung, glaube ich, ziemlich irrelevant ist. Aber grundsätzlich natürlich trotzdem nice. Dann der Helm. Ich weiß gar nicht, wie viel Int das sind. Auf jeden Fall 5-fache Int-Erweckung. Alles mit Int. Die Suit hat leider nur einmal Int, aber 2-mal Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist auch immer ganz nice. Das Arcanist-Elementor. Und ja, ich glaube, die Gowns sind komplett irrelevant und die Boots glaube ich auch, weil das ist aber das Schöne dran, weil es für Mage keine Rolle spielt, weil man hier keinen wirklichen Damage rausziehen kann. Also Gowns wäre halt natürlich 5-mal Angriffskraft nicht schlecht, aber es erhöht den Schaden so gut wie gar nicht. Oder halt viel zu wenig für das, was es kosten würde. Und bei den Boots genau das gleiche. Hier kann man maximal Geschwindigkeit eigentlich rausholen und vielleicht HP. Aber es ist halt einfach im Verhältnis zu dem, was es kosten würde, hier perfekte Geschwindigkeit, /HP, Rolls zu bekommen,
wäre es einfach zu viel. Es ist einfach viel zu teuer, deswegen lohnt sich das nicht wirklich. Ja, CS-Set ist jetzt ziemlich irrelevant. Das ist einfach nur ein Demon-Set mit einem 7% Angriffshaarband. Und ja, wir können das Haarband auch mal deaktivieren, by the way. Sieht ein bisschen besser aus. Und habe ich hier nicht sogar... Nee, habe ich keinen Skin aktiviert, ne? Okay, interessant. Und dann habe ich hier noch ein Pet. Auch das ist, glaube ich, 1, 3, 4, 7, 8. So ähnlich wie mein, was war es? Mein Jackalope, glaube ich, genau, mit einer 19 STA-Erweckung. Lustig ist sogar, das Pet hatte früher 63 Int, aber durch das letzte Update haben sie die Pet-Werte verändert und jetzt gibt es einfach 80 Int. Also ich habe einfach gratis 17 Int bekommen und musste nichts dafür tun quasi auf dem Pet, was auch ganz lustig ist. Ja, ihr merkt schon, es hat ein bisschen gelaggt, deswegen muss ich ja auch ein paar Charakter wieder offline nehmen, wenn wir fertig sind mit denen. Sehr viele Live-Fenster und mittlerweile habe ich die in einer wesentlich größeren Auflösung als früher. Deswegen, ja, müssen wir hier ein bisschen auch reduzieren, wenn wir mit denen durch sind. Ja, dann mein Knight, einer der wenigen Charakter, die tatsächlich mal nach mir selbst auch benannt sind. Ist mir selten vergönnt, sage ich mal. Und ja, das ist im Endeffekt mein Tank. Hat ein, ja, größter Fehler meines Lebens in Live PC wahrscheinlich, dieses Set zu bauen. Das war einfach eine absolute schlechte Entscheidung. Das Set ist kompletter Müll im Endeffekt. Zum Glück konnte ich es dann noch zum Tanken benutzen. Speedo plus 2, hier ein vierteiliges Rüstungsset, Schmuckset, warum vierteilig? Einfach aus dem Grund, dass man bei 5 Teile Schadensreflexion bekommt. Ich weiß gar nicht, wo das letzte Teil ist, das müsste irgendwo hier drüben sein wahrscheinlich. Ah, hier drüben ist der Ohrring. Ja, 5-teilig hat das Schadensreflexion, was für einen Tank sehr schlecht ist, weil es reduziert dann die Droprate, wenn der Tank Schaden macht in Live PC. Und deswegen ja, muss man das mal vierteilig dann tragen, das ist immer ein bisschen nervig. Und ja, dann die Ancient Axe, die habe ich mir mal gekauft. Die war relativ günstig, glaube ich sogar. Ich weiß gar nicht, wie viel die gekostet hat. Ich glaube, irgendwas um die 200 Milliarden vielleicht oder so. Aber hat halt, oder vielleicht auch ein bisschen mehr, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Auf jeden Fall hat die ziemlich krasse HP-Werte, einfach sehr, sehr viel STA und auch sehr viel Geschwindigkeit, was das Tank immer ganz nice ist. Und ja, ich glaube, allein die Axe gibt mir irgendwie über 100.000 HP wahrscheinlich. 180.000, 182.000 HP gibt mir diese Waffe. Also ich ziehe einfach diese Waffe an, beziehungsweise aus und kriege einfach 182.000 HP. Also ich habe 387.000 HP ungebufft und mit oder ohne Waffe einfach macht es nochmal so einen riesigen Unterschied. Das ist ziemlich crazy. Ja, dann Cloak, nichts Besonderes eigentlich. Ja, und Set einfach auch alles ein bisschen mit HP-Rate. Aber die Suit gibt Angriffskraft aus irgendeinem Grund, okay. Crit-Rate meine ich. Keine Ahnung, was da los ist. That's interesting. Warum gibt die Angriffskraft? Naja, egal. Auf jeden Fall, ja, auch jetzt nicht so allzu spannend, auch sehr outdated, aber zumindest die Waffe ist ziemlich heftig. Dann kommen wir mal zu den Blades hier drüben. Da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, die Waffe habe ich mal jemandem abgekauft. Ultimate AGX plus 7, Erde plus 19. Ist auch so lustig, Erde plus 19 und es leuchtet einfach überhaupt gar nicht. Also ist absoluter Klassiker. Gibt Geschwindigkeit, ST, also ich habe da nichts gemacht, wirklich, ich habe die so gekauft. Das Lustige an der Axe ist, dass sie eine 1er-Erweckung hat. Sie hat eine 1-Slot-Erweckung, also das ist Oldschool AF. Das zeigt einfach, wie alt diese Axt ist. Was natürlich keine wirkliche Bedeutung hat. Ich meine, niemanden interessiert, ob eine Waffe alt ist oder nicht. Aber ich finde es ganz cool, weil es einfach so nostalgisch ist, eine 1-Slot-Erweckung zu sehen, weil das schon selten ist auf jeden Fall. Ich meine, du kannst auf jeden Fall keine 1-Slot-Erweckungen mehr bekommen. Wenn du jetzt ein Item erwächst, hat es automatisch 5 Slots. Und einfach deswegen, weil halt 1-Slot-Erweckungen so schlecht sind. Ich meine, du kannst 5 mal 17 Crit Damage haben, theoretisch. Rerollen das halt die meisten. Aber weil das ja nur ein Farm-Character ist, ich meine, ihr seht, der ist nur Level 93 Master, braucht er halt auch noch eigentlich nicht wirklich mehr. Und deswegen, ja, es ist eigentlich ganz funny. Und dann hatte ich hier noch Schmuck plus 18, plus 18, plus 18, plus 18. Ein Set mit sehr viel STR, 40 Angriffskraft, knapp 30 Crit Damage, Crit-Rate und hier auch nochmal über 30 Crit Damage. CS ist das klassische Dragon Set, das kennen wahrscheinlich noch einige von euch. Und ja, das war so mein letzter Farm-Character, deswegen hat er hier auch hunderte B-Karten. Hier zum Beispiel 442 Fire B oder hier 395 Volcano 4. Das war so der letzte Charakter, mit dem ich eigentlich überwiegend die meisten Events gefarmt habe auf diesem Server. Und neben ihm stand direkt mein Alman Kürbiskopf, nämlich der zweite Blade. Das war mein Blade, den ich für Tramnook benutzt habe. Mein Tramnook Down Blade, der hat ein Daze-Set plus 10. Das habe ich auch tatsächlich mal selber geupgradet. Also ich glaube, ich habe es mir irgendwie gekauft, plus 8 oder so.
Und aus irgendeinem Grund habe ich es dann, glaube ich, komplett gecancelt, also komplett neu erweckt und plus 10 geupgradet. Also auch das war eine absolut bescheidene Entscheidung. Hat mehr oder weniger den gleichen Schmuck wie der andere Blade, das ist einfach nochmal Copy-Paste. Und hat auch nochmal Bloody und AGX, lustigerweise keine Ultimate-Waffen. Fragt mich nicht wieso, aber ja, macht jetzt für so einen Char eigentlich keinen wirklichen Unterschied, weil da geht es fast nur um den Schmuck eigentlich. Und ja, ist ganz interessant, aber auch das war damals eine absolut dämliche Entscheidung. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe, ich weiß es echt nicht. Aber ich habe es auf jeden Fall getan. Und es gibt sogar ein Video davon, glaube ich. Und dann bleibt noch mein guter, alter, zuverlässiger Dela. Ich habe zwar vorhin gesagt, mein Ranger war ein absoluter Main-Character, aber eigentlich ist wahrscheinlich er hier mein absoluter Main-Character gewesen, weil er war immer dabei. Er war dabei, wenn ich meinen Blade gespielt habe. Er war dabei, wenn ich meinen Elementor gespielt habe. Er war dabei, wenn ich meinen Knight gespielt habe. Er war beim Tanken, bei Dungeons, beim Leveln. Er war immer dabei. Also rein theoretisch ist wohl er eigentlich der echte Main-Character. Aber es hat dieses klassische Ringmaster-Syndrom in Flyf, was auch irgendwie so ein bisschen so ein Armutszeugnis für das Spiel ist, dass du nichts machen kannst ohne Ringmaster. Was halt einfach auch dieses Multi-Clienting so extrem fördert und so, weil wenn jeder weiß, ohne Ringmaster ist das Spiel nicht spielbar, was macht jeder? Man holt sich seinen eigenen Ringmaster, der immer dabei ist, weil das Spiel anders legit nicht spielbar ist. Also just saying, Flyf, hättet ihr vielleicht mal was ändern können daran. Aber egal, auf jeden Fall, durch dieses Ringmaster-Syndrom haben wir hier eben auch noch einen extremen Main. Der ist auch aktuell noch aktiv, mit dem farm ich. Also der supportet natürlich hier meinen anderen Ranger, mit dem ich gerade aktuell spiele, wenn ich spiele. Und ja, der ist tatsächlich aktiv, farmt ein bisschen und hat auch ziemlich gutes Equipment. Das Lustige ist, kurz bevor der neueste Flyf-Server rauskam, also die neuen Flyf-Server, 2000, jetzt lass mich nicht lügen, 20 müsste das gewesen sein, oder? Ich glaube ja, 2020. Und, oder 2021? Ne, 2020 müsste schon passen, ja, September 2020, glaube ich, genau. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich dem damals noch ein richtig gutes Equipment gekauft. Es war auch gar nicht so teuer, ich glaube knapp 300 Milliarden oder so, war relativ günstig. Und zwar habe ich dem hier nach all den Jahren, wo ich ihn quasi immer behandelt habe wie ein, naja, reiner Buff-Sklave, wie das viele Leute machen. Man sieht es allein hier schon, mein Ancient Stick ist einfach clean und hat einfach nur 5 Magiebeschleunigung fusioniert und sonst einfach gar nichts. Nicht mal ein Sockel, einfach nichts. Das ist einfach ein cleaner Ancient Stick, basically. Und ich habe ihm immer ein bisschen Schmuck gegeben, aber auch nicht wirklich viel. Man sieht es auch hier, nur wegen der Magiebeschleunigung, dreiteiliges Soul-Set, plus 8, plus 12 und clean. Und ja, also wirklich nichts Gewaltiges. Und dann habe ich nach irgendwie gefühlt 10 Jahren oder so, habe ich dann endlich mal entschieden, hey, Kollege, weißt du was, jetzt gibt es mal ein gescheites Set für dich. Und dann habe ich ihm hier eben mal ein etwas tankigeres Set geholt, weil ich ihn eigentlich zum Tank machen wollte, dass er Dungeons tanken kann. Weil ein Ringmaster zum Dungeon tanken benutzen ist actually ziemlich cool, weil er kann nämlich Agro halten mit HC, außerdem HC sowieso extrem gut und ist einfach 2 in 1 quasi, Tank plus Support. Und hat hier halt auch echt gute Erweckung, hier zum Beispiel 20% Geschwindigkeit, einfach 22 STA, 13 Magiebeschleunigung oder hier einfach 5 mal Magiebeschleunigung auf den Gauns. Oder auch hier nochmal 15 Geschwindigkeit und 3 mal Def. Also wirklich ein sehr gutes Set. Sehr tanky, sehr viel HP-Rate durch die ganze STA und so. Also das ist echt ganz nice. Und auch hier ist dann einfach defensives CS, wo überall HP-Rate in STA drauf ist. Pets hat er, glaube ich, keins, oder? Genau, kein besonderes auf jeden Fall. Und ja. Und letztens hat noch jemand gesagt, Dela sieht so anders aus, ob ich sein Equipment verkauft hätte. Also, erstens hatte der Charakter nie wirklich Equipment. Also die meisten von euch dürften das gar nicht, oder einige von euch dürften das wahrscheinlich gar nicht wissen, dass er dieses Set hier hat. Oder dass ich es ihm noch ganz am Ende gekauft habe, mehr oder weniger. Und selbst wenn doch, ja, wie gesagt, also ich habe nie irgendwas verkauft. Also ich habe alle meine Sachen noch genauso, wie sie damals waren. Und ich habe nicht eine Sache irgendwie an irgendjemand anderen verkauft. Und damit kommen wir jetzt zu einer der letzten, beziehungsweise der letzten und auch zu der eigentlich sehr schönen letzten Erfahrungen in Flyf PC. Denn es gab nochmal einen neuen Server, 2020, habe ich ja vorhin gleich schon gesagt, genau. Und der kam so ein bisschen aus dem Nichts, muss man sagen. Und wie immer bei Gala, die haben uns gleich ein paar Tage vorher gesagt, ja, jetzt kommt einfach ein neuer Server. Also ich glaube literally 1 oder 2 Tage. Hey, übrigens, am Freitag kommt ein neuer Server. Das war der erste neue deutsche Server seit 2011, also seit fast 10 Jahren. Und sie machen einfach, übrigens, übermorgen kommt der.
Einfach komplett aus dem Nichts. Das war so klassisch einfach, warum zum Teufel kündigt man sowas 2 Tage vorher an? Aber egal. Jedenfalls kam er dann einfach und ja, Kurzschlussentscheidung musste halt sein, ja, erstmal gucken, wie er so ist. Ich glaube, ich hatte dann am einen Wochenende 30 oder 40 Stunden gespielt, um mir richtig viel zu holen. Serverstart ist immer crazy, ist immer extrem wichtig. Und ja, also da musste man einfach reingehen und hat sich dann auch richtig gut entwickelt. Der Server kam richtig gut an, da haben extrem viele Leute gespielt, es hat richtig viel Spaß gemacht, vor allem am Anfang. Und deswegen bin ich dort dann auch ein bisschen stecken geblieben sozusagen. Und das hier sind die einzigen 3 Charakter, die ich dort wirklich gespielt habe. Also ich habe es probiert, dort ein bisschen zu komprimieren. Also ich hatte keine Lust mehr, dort wieder 50.000 Charakter zu erstellen, wie das in Flive meistens so üblich ist. Sondern ich habe es da eigentlich wirklich low-key gehalten. Und ich hatte halt ein paar Lagerchars, ein paar Chars für Eventboxen, ein paar Chars nur für Events und so. Aber meine Charakter, die ich wirklich aktiv gespielt habe, waren ein Knight zum Farmen, zum Events Farmen, mein Main Blade für Dungeons und so und noch ein Ringmaster halt. Also ganz normales Setup eigentlich. Und muss auch sagen, wenn ich den Char hier so angucke, damn, sieht der geil aus. Also, godly, man. Da habe ich mir mal richtig Mühe gegeben, die zu equippen. Und ich finde immer noch, der Char sieht richtig, richtig geil aus. 2 Behemoth-Äxte, geskinnt natürlich. Azurite Boots müssten das sein. Die Arcanist Suit für Kaigas Arcanist Suit. Dann die Meteonica Wings, die sehen auch einfach irgendwie hammergeil aus. Ich weiß noch, damals, als sie rauskamen, dachte ich immer, sie sind ein bisschen zu groß. Und zugegebenermaßen, ja, wenn sie ein bisschen kleiner wären, vielleicht so 15% kleiner, also im Gesamtvolumen einfach kleiner, niedriger, nicht so breit und so weiter, also einfach die Gesamtgröße um 15% reduzieren, wird es gleich ein bisschen besser aussehen, weil es dann mehr so aussehen würde, als würden die Flügel wirklich zum Charakter gehören. Aber trotzdem, irgendwie sieht es hammergeil aus, wenn ich das so angucke. Und ja, hier auch alles selbst gemacht. Also ich habe hier sehr viel selbst geupgradet, vor allem das Set habe ich komplett selber erweckt. Das war mein ganzer Stolz. Was haben wir hier? 40 Crit Damage auf den Boots. Ja, gut, die Gowns sind egal, weil die geben einfach nur Genauigkeit. Das war die Suit, 31 Crit Damage und minus 5 Crit-Rate, aber das ist egal zum Glück. Und der Helm, was hatten wir hier? 50 STR. 50 STR tatsächlich, ja. Der ist auch ziemlich heftig. Genau. Und dann noch das Christmas Fairy Set 2020. Das habe ich tatsächlich auf Yggdrasil auch nochmal clean auf der Bank liegen. Das habe ich vorhin ganz vergessen. Das habe ich da einfach mir geholt, was sau schwierig ist eigentlich, oder was schon sehr viel Geld kostet, und habe es dann einfach auf die Bank gelegt und niemals benutzt. Das ist auch ganz funny. War damals auch das beste Schmuckset für eine ganze Weile. Müsste immer noch ein ziemlich gutes Schmuckset sein. Nicht mehr das Beste wahrscheinlich, aber es müsste immer noch ziemlich weit oben mit dabei sein. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Echt ein cooler Char, also der hat mir sehr viel Spaß gemacht zu spielen. Ich habe ja sogar einen 1.3.5 Tiger gemacht, ne? Damn. Ja, auf dem Server lief es echt richtig gut, kann man sagen. Auf dem Server lief es sehr, sehr gut, ja. Sehr, sehr nice. Genau, das war der Blade. Dann haben wir noch den Ringmaster. Bei dem weiß ich jetzt gar nicht, was der so alles hat. Ich glaube, das ist nicht so interessant. Ja, hier ein bisschen Sockel für Magiebeschleunigung. Ja, das dreiteiliges Soul Sapphire Set natürlich. Hier diesen Harp Ring wegen Magiebeschleunigung. Ja, Set dann hier mit 28%. Allerdings ist es nur ein Rimmer Set plus 6, komischerweise. Ich weiß gar nicht, ob ich das selber gemacht habe. Das habe ich wahrscheinlich gekauft, oder? Ich habe keine Ahnung, wo dieses Set herkommt. Ja, das Equipment von dem Ringmaster ist auf jeden Fall deutlich schlechter als das von einem anderen. Das ist nicht so interessant. Und jetzt habe ich nur das Fenster von meinem Knight verloren. Ist so komisch, wieder mit den ganzen Echsen zu hantieren. Und dass man nicht einfach Browser-Tab switchen kann, weil da ist es immer ein bisschen leichter. Genau, der Knight ist auch nicht so interessant, glaube ich. Oh wow, ich habe hier 5 Sockel Lucakas Crystal Big Sword wegen Crit-Rate. Okay, wahrscheinlich damit sie auf 100% Crit-Rate kommen. 15 Crit-Damage erweckt. Aber auch, nee, 13 Crit-Damage erweckt. Genau, Soul Emerald Set. Das ist eigentlich, das war immer dieses Low-Budget-Set. Das habe ich jedem empfohlen, literally jedem. Eigentlich ist es Soul Emerald Set. Ich trage es 5 von 5 tatsächlich. Ah ja, wegen dem Lifesteal-Effekt. Aber normalerweise hat man immer gesagt, im Mold plus 12 und 4-teiliges Emerald Set ist eine ultra gute Low-Budget Damage-Variante. Für alle Klassen. Und dann hier in Warpon habe ich, glaube ich, auch alles selber erweckt, oder? Schätze ich mal. Es ist nur plus 3 und 28% ADK. Es ist so random. Aber ja, es sieht so aus, als hätte ich das auch selber erweckt, genau. Ja. Also auf dem Server war es halt irgendwie. Also es waren halt 2 Sachen.
Das eine war halt ein neuer Server seit Ewigkeiten, wie gesagt, seit 9 Jahren. 2011 neuer Server, nächster neuer Server 2020, ja. Deutscher Server. Ist extrem lange Zeit. Ich habe noch nie einen deutschen Serverstart davor miterlebt, vor dem Server. Und cool war halt wirklich, es haben extrem viele Leute gespielt, obwohl der Server so aus dem Nichts kam, haben extrem viele Leute dort angefangen. Und das ganze Tohuwabohu mit dem Wechsel von Websyn zu Play-to-Bit und so, also das war auch da noch absolut aktuelles Thema und so. Also es war eine komische Zeit irgendwie, weil einerseits war es geil, aber andererseits hatte man auch immer diesen bitteren Beigeschmack von, dass Websyn nicht mehr da ist und so. War eine komische Zeit, war eine coole Zeit, verwirrende Zeit. Und was aber auf dem Server mir echt gut gefallen hat, war, dass ich von Anfang an probiert habe, sehr viel selbst zu machen, was ich bis dato in Flive nie wirklich gemacht hatte. Also ich hatte mir immer eigentlich gesagt, und das sage ich euch ja auch eigentlich immer alles kaufen, niemals selber machen. Vor allem bei Erweckungen und so in Flive PC ist das noch viel wichtiger als jetzt bei normalen Upgrades, wie zum Beispiel in Flive Universe, wo man jetzt ja zumindest Pity hat und so, wo es ja doch ein bisschen leichter ist, sage ich mal, zu upgraden. Und habe dann aber trotzdem gegen meine eigenen Ratschläge quasi probiert, sehr viel selber zu machen. Und es war ätzend teilweise. Also ich weiß noch hier, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ist das seltenste Item, was mein Ringmaster trägt? Diese Kette hier, Soul Mantle Necklace plus 3. Ich schwöre euch, ich habe monatelang gefarmt, jeden einzelnen verfluchten Tag 5, 6 Mal Dungeons gemacht, wo diese Kette droppen kann. Und ich habe sie einfach ums Verrecken nicht bekommen. Ich habe sie nicht bekommen. Ich habe jeden Tag teilweise bis zu 5, 6, 10 Dungeons gemacht, wo man die droppen hätte können. Und ich habe sie einfach nicht bekommen. Das war geistesgestört. Also so viel Pech habe ich im ganzen Leben noch nicht. Ich habe literally alles andere gedroppt, nur nicht diese Kette. Und irgendwann kam sie dann und das war geisteskrank. Also das war wirklich sehr, sehr crazy. Genau. Aber ja, das rundet unseren Rundgang so ein bisschen ab. Keine Ahnung, wie lange das Video jetzt geworden ist. Wahrscheinlich ziemlich lange. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und ja, nochmal abschließende Worte vielleicht. Also wie gesagt, zu der Ausgangsfrage oder Eingangsfrage. Ja, also ich finde es natürlich extrem schade. Also wie gesagt, ich habe nichts verkauft. Ich habe alle meine Charakter natürlich noch genauso am Start, wie sie damals waren. Und so ein bisschen keimt natürlich schon noch die Hoffnung in einem, dass es irgendwann wieder mit dem Spiel ja, nochmal in eine neue, ja, noch mal bergauf geht einfach. Also dass nochmal Gala sagt, hey, Flive PC, wir sind für euch da, wir wollen euch nochmal pushen oder so. Und dass sie es vielleicht endlich hinbekommen, diese Game-Breaking Sachen zu fixen, die das Game so kaputt gemacht haben. Weil ganz ehrlich, Flive PC, also es ist einfach ein anderes Spielgefühl. Also du loggst dich hier ein und das Spielgefühl, es ist einfach ein anderes, muss ich sagen. Vielleicht liegt das daran, dass ich fast 20 Jahre gespielt habe. Und es einfach so natürlich einfach ist, sich hier einzuloggen. Aber es ist einfach anders. Es ist besser als im Browser. Ich muss einfach sagen, wie es ist. Es fühlt sich besser an, im Client zu zocken als im Browser. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die es halt im Browser gibt. Quality of Life Updates, also ein paar Sachen, die halt dort verbessert wurden. Die sind Flive PC leider nie verbessert wurden. Die es wiederum im Browser angenehm machen. Aber wenn man die Quality of Life Änderungen vom Browser in den Client übertragen würde, der Client wäre so 1000-mal besser. So viel angenehmer zu spielen einfach. Das generelle Gefühl im Client ist so viel besser, so viel cleaner einfach. Ja, das kann man nicht beschreiben. Es ist einfach ein Gefühl, was man hat, wenn man klickt und wenn man springt und wenn man was auch immer macht. Ist einfach ein cleaneres Gefühl. Und ja, also wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich bin auf jeden Fall immer noch am Start. Nicht mehr so aktiv natürlich wie früher. Wie gesagt, 2 Spiele nebeneinander spielen. 2 MMORPGs ist immer schwierig. Aber ich bin auf jeden Fall nicht weg. Ich beobachte alles weiterhin. Ich spiele immer noch ab und zu. Und ja, bin auf jeden Fall noch involviert. Und finde es, wie gesagt, schade, dass es nicht mehr so ist wie früher. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es vielleicht nicht nochmal ein richtig krasses Comeback geben könnte. Danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Flive Universe Video oder Stream wieder. Schaut auf jeden Fall vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Haut rein und ciao, ciao.